Le Voyageur aus Frankreich. 7.2 mit Queensbed. CF, genau, von Le Voyageur. Ja, hier ist er. Ich grüße dich herzlich, stelle ich mal vor. Roland Rimkus, RS Reisemobile in Mülheim an der Ruhr. Ja, da vorne haben wir nämlich die Steffi. Die Steffi, Video Nummer 5, glaube ich jetzt. Ganz viele Reisemobile schon gesehen. Das ist so, ich sag mal, die Premium-Marke aus dem Pilote-Konzern. Genau, das ist der Liner oder einer der Liner aus dem Pilote-Konzern. Sag's mal hier vorne, Basis hier ist ein Fiat Ducato. Genau. Ein Fiat Ducato. Ich weiß es nicht immer auswendig. Ja, guck mal gerade, Le Voyageur. 160 PS. Mit 160 PS. Und welche Ausstattung er hat, was es alles zu sehen gibt, das werden wir gleich mal zeigen. Pilote, ja, ganz tolle Fahrzeuge, die ich gesehen habe heute. Und die Fahrzeuge sind, muss man fairerweise sagen, sehr voll ausgestattet. Das heißt, ich habe wirklich unglaublich viel Ausstattung vom Preis-Leistungs-Verhältnis her, sage ich mal, was ganz anderes, gar nicht so, wie man das kennt von Hymer, ganz andere Konzepte. Man hat ja oft auf der Messe so das Gefühl, ein Ei ist wie das andere. Hier ist es wirklich anders, ganz andere Konzepte. Hier ist es im Prinzip ganz anders, aber der Vorteil ist natürlich umlaufend GFK. Wir haben hier ein sehr sicheres, sehr sauber verarbeitetes Fahrzeug. Wenn man so will, wenn man reingeht, nachher französisches Flair. So, ihr habt ganz wenig Stress mit der Qualität. Das heißt also, viele sagen ja dann, ja, die Franzosen und so weiter. Italiener kennt man ja, aber hier die Franzosen, das sieht man nicht so oft auf der Straße. Nein, also ich sag mal, die sind verstärkt in den letzten Jahren in Deutschland ansässig geworden. Wir sind einer der größten Pilothändler. Und von daher finden wir hier auch die Marke Le Voyageur. Le Voyageur, ja, die Franzosen kennen das schon. Sie bauen sogar ganz große Reisemobile auf Basis von großen Nutzfahrzeugen. Iveco Daily zum Beispiel, das haben wir auch schon gezeigt. Hier vorne sieht man auch die Aufbautür. Ja, wir haben ein voll integriertes Fahrzeug. Ich habe viele Stauklappen. Was ist da drin? Das ist jetzt Stauraum. So, eine Lampe ist mit drin. Interessant. Hier habe ich einen Doppelboden. Genau. Den kann ich von vorn durchladen. Hier ist jetzt Gas, das ist verschlossen. Okay, 2x11 Kilo. Hier vorne ist übrigens die Entsorgung drunter. Da, wo das kleine Zeichen ist, eine Truma. Heizung ist mit eingebaut. Hier habe ich Stauraum. Hier habe ich Stauraum, hier habe ich die Garage, auch von beiden Seiten zugänglich. Okay. Und dann habe ich den zu verändernden Sitz hier vorne, weil die Sitze beim Face-to-Face-Sitzbereich ja in Fahrtrichtung gestellt werden müssen. Ja, habe ich jetzt gemerkt, auf dem Salon in Düsseldorf, ihr wart ja nicht da, aber Face-to-Face war das große Thema. Das ist das Thema, ja. Nicht mehr diesen klassischen Schnitt von einem Wohnmobil, sondern ein ganz anderer Schnitt. Ist hier Licht drin, wenn du mal guckst? Es wäre, glaube ich, Licht drin auf der anderen Seite. Genau. Ist ausgeschaltet. Ist nicht so schlimm. Ich habe es mal kurz angemacht. Ja, das ist die Garage, richtig groß, denn wir haben hier was Besonderes, ein Queensbed. Genau. Auch nochmal hier. So, guck mal hier eine Außendusche. Ah, eine Außendusche? Ja, guck mal da. Wow. Der Vorteil ist Hund, E-Bike Hund. oder Strand. Du hast die Füße, willst den Sand abmachen. Heiße Tage. Hier vorne ist der Sitz drin, das werden wir gleich mal ein bisschen erzählen. Denn ja, es ist eine ganz besondere Anordnung, die ich hier habe, bei der, ich sag mal, ich ein Raumgefühl habe, so ein bisschen wie früher im Wohnwagen. So face-to-face, so ein kleines bisschen rein. Da schauen wir uns das Ganze mal an. Ein bisschen gemütlicher, okay. Holz hinten, guck mal. Die ist kalt, gell? Mir ist kalt, wir gehen jetzt rein. Aber das ist trotzdem auch, obwohl es hier hinten im Kofferraum ist, sehr hochwertig verarbeitet. Schön gemacht. Ja, ist richtig schön gemacht. Toll. Ja, dann machen wir zu. Dann mal schauen. Hier vorne haben wir noch eine Klappe. Das ist die Toilette. Da mal kurz öffnest. Oder ist sie zu? Es ist zu. Abgeschlossen. Eine Kassettentoilette. Aber hier, da haben wir was offen. Nee, es war schon auf. Genau. Wenn es rot ist, ist es immer auf. Das habe ich schon gelernt bei Pilote. Beziehungsweise hier. Und da ist die Technik. Hier ist die Technik. Gut, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Da müssen wir den Roland einmal rufen. Oder du kennst dich mit Technik aus. Ja, ich guck mal gerade. Also hier vorne haben wir nochmal einen Umwandler. Die Bordbatterie, ne, auf der einen Seite. So, und dann haben wir hier die ganzen Sicherungen.
Und 230 Volt Sicherungen mit drin. Und Technik. Wir haben jetzt Platz eventuell für einen Wechselrichter, wenn man den bräuchte. Der ist hier vorne drin. Sehr schön. So, das heißt, der hat einen Außenanschluss mit drin. Und, ja, wir gehen mal kurz rein. Die Technik heute können wir nicht zeigen, aber wir können das ganze Fahrzeug mal zeigen. Wir können das ganze Fahrzeug mal zeigen. Ich habe, glaube ich, hier im Moment keinen Strom. Warum, weiß ich nicht. Das ist nicht schlimm. Die Ausstattung hier ist ganz besonders. Das hast du mir erzählt mit dieser Holzausstattung. Das Genau. sieht man ganz selten. Also wir haben jetzt hier nicht mehr die weißen Oberschränke, sondern wir sind jetzt hier in so einem holzigen Ton rein, haben den dunklen Boden und wir haben dunklere Sitze. Wir haben in den anderen Fahrzeugen waren wir eher in dem hellen Bereich, was also bevorzugt wurde, aber für die 21er Version ist das mal in einer anderen Sitzfarbe dargestellt. Genau, das können wir gleich mal zeigen, denn es muss ja nicht immer weiß sein, das ja teilweise auch schon fast langweilig sein könnte, sondern man hat hier ein bisschen Mut zur Farbe. Da ist noch ein Staufach. Das ist nochmal das für den Sitz. Genau, wir haben Face-to-Face, das heißt, der Sitz kann rausgeklappt werden. Das kann man sich bei den anderen Videos angucken. Hier kann ich nochmal durchladen. Das heißt, ganz lange Sachen wie Skier und so weiter gehen hier durch bis hinten hin. Ah, wow. Ja. Doppelboden ist beheizt. Doppelboden wäre beheizt. Klar, also ich sag mal, Steffis kalte Füße würden dann da erledigt sein. Genau, ich zeige euch mal gerade die Daten. Hier ist es Pilote Le Voyageur LV 7.2 CF, Queensbett, Garage, Navi, Rückfahrkamera. Wie er hier steht, 100.000 Euro, 99,9. Steffi, hast du mal eben 99,9? Nein, habe ich gerade nicht dabei. So, aber es gibt ja viele Leute, die sagen, hey, das schaffe ich mir an, fahre ein bisschen mit rum, hab das Geld, man kann es auch finanzieren, machen relativ viele. Man kann's finanzieren. Ich würde es dann wahrscheinlich eher finanzieren oder vielleicht sogar was Gebrauchtes kaufen, aber Das ist so mit den Gebrauchten. Im Moment sind die Preise für Gebrauchte sind so exorbitant hoch, dass sich der Neukauf schon fast lohnt. Ja, das ist tatsächlich so. Ne? Corona hat die ganzen Preise der Gebrauchtfahrzeuge nach oben schnellen lassen. Und von daher ist ein Neufahrzeug mit dem großen Vorteil der langen Garantie und vor allen Dingen die Fahrzeuge, die über 3,5 Tonnen sind, müssen dann erst im 6. Jahr zum TÜV. Normalerweise müsste man jährlich zum TÜV bei Fahrzeugen über 3,5 Tonnen. Die müssen alle 2 Jahre nur zum TÜV statt jährlich, richtig? Genau. In den ersten 5 Jahren. Genau. So ist es. Hier vorne Kühlschrank, zeig mal. Da ist er, Dometic, Automatik-Kühlschrank, ein 9er. Mit Eisfach kann ich rausnehmen. Genau. Kann den noch ein bisschen vergrößern, wenn ich das möchte. Glasfall, das kann man rausnehmen. Genau, habe dann einen wirklich sehr, sehr großen Kühlschrank, der fast so groß ist wie die Steffi. Hier ist der Fernseher. Hallo Steffi. Da ist der Fernseher ist noch nicht eingebaut unten. Wie du siehst, die Halterung ist da, das wird dann immer nachgerüstet. Hier vorne ist das Bedienpanel, Version 7.10. Da kann ich also die ganze Steuerung machen vom Fahrzeug, Licht und Co. Und auch wie viele Inhalte, Wasser wir haben. Eine Truma 6 ist eingebaut, warmes Wasser und ja, wir haben ein Hubbett drin, was, also das mit der Holzfarbe ist schon witzig. Das sieht aus wie echtes Holz. Das ist streckenweise sogar echtes Holz. Das heißt, das ist auf Furnierbasis, Pappelsperrholz, wie in fast allen Wohnmobilen. Also kein Pressspan. Der Pressspan kann man überhaupt nicht verarbeiten, weil zu schwer. Ne? Ist zu schwer und außerdem zieht es ja Wasser wie verrückt. Absolut. Absolut. das Styling hier, das Grau, sehr, sehr schön. Das hat was Warmes mit dem Holz. Das gefällt mir sehr gut. Absolut. Großes Hubbett. Wieder großes Hubbett, wieder mit Fallschutz. Das war zu schnell. Mach nochmal hoch, bitte. Fallschutz. Fallschutz, ne? Die kann ich rausmachen. rausnehmen. Für klein Oben einhaken. wird oben eingehakt und dann Leiter dabei. Ja, das Hubbett, du sagst am besten Hubbett mitkaufen, weil der Wiederverkaufspreis, das rechnet sich. bei Schränken ist es so, das ist einfach zu teuer, kostet über 1.500 Euro, weil die extra gefertigt werden müssen. Und beim Wiederverkauf habe ich ein ganz anderes Klientel. Ne? Ich kann junge Familien ansprechen, die einfach dieses Hubbett brauchen. Ne? Mhm. So, und im Falle von Schnarchen kann man auch mal getrennt, ne? Auch hier das Dach zum Beispiel auch wieder gepolstert.
Na, und wenn man das hier sieht, auch die Wände, das heißt, das Ist das so, das Raumklima ist ordentlich? ja, das heißt, also es entsteht durch Atemluft, wenn mal hier 4 Leute drin schlafen im Winter, entsteht da wirklich nicht nirgendwo Schwitzwasser, weil da die Atemluft sich fängt und kann im Laufe des Tages einfach wieder rausdiffunieren. Die Kondensation. Kondensation. So ist es. Ja, hier vorne haben wir das Cockpit, der gute alte Fiat Ducato, jetzt in der Ausführung 2021. Sehr sparsam. Sehr sparsam, sehr robust. Das sind die Fahrzeuge, wo die Handwerker kreuz und quer durch die Welt mitfahren. Und da ist Fiat eigentlich robust und hat auch ein großes Verkaufs- bzw. Händlernetz, sodass man immer wieder irgendwo mitten in Spanien auch dann an seinen Fiat-Händler kommt. Ne? Ja, wenn man aber von außen sieht, er sieht nicht aus wie ein Fiat, ist nämlich ein voll integrierter. Dadurch habe ich eine Panoramasicht. Steffi, das kennen wir schon von anderen. Das kennen wir schon von anderen und ich setze mich jetzt mal vorne hin, dass ich ein Gefühl dafür bekomme. Boah, die Steffi, die Truckerin. Steffi, die Truckerin, das gefällt mir. Also man sieht alles. Ne? Ich habe wirklich einen tollen Rundumblick und fühle mich sicherer. Also auch wenn ich hier die Spiegel, also ich habe ein gutes Fahrgefühl, muss ich sagen. Obwohl es ja doch wirklich ein großes Fahrzeug ist. Der Sitz ist okay für dich im Moment? Der Sitz ist okay. Den muss ich jetzt gar nicht extra hoch machen. Man kann aber, den Sitz kann man anpassen, oder? Den Sitz kann man anpassen. In Höhe, in der Neigung. Ich kann ihn ein bisschen vorne. Er hat also ganz viele Knöpfchen und ich habe Arm. Ich kann ihn natürlich drehen. Armlehnen, auch einstellbar. Es hat ein bisschen was von einem Chefsessel, muss ich sagen, weil die Sessel wirklich super bequem sind. Sag mal gerade, das sieht so ein Sessel aus. Das Leder ist so wirklich First Class, kann man sagen, oder? Absolut. Ein großes Navi ist mit dabei. Das haben wir mit dabei mit Navigation, meistens Android, oder? Ja, meistens Android. Und man hat auch die Möglichkeit, also dann direkt das Camping-Navi dann entsprechend zu installieren, wo man Höhe, ganz wichtig, Stellplätze. Man kann auch Durchfahrten durch Brücken, sag ich mal, dann programmieren. Und dann sagt also das Navi irgendwann, nee, da darfst du nicht durch, bevor dir da oben der Schädel abrasiert wird. Was haben wir hier an der Seite? Ist das an der Seite? Warte. Das ist für die Rückfahrkamera. Der Bildschirm. Weil wenn man rückwärts fährt, die meisten orientieren sich ja nach dem Spiegel und dann ist der Blick, Spiegel und Rückfahrkamera nicht mit unheimlich viel Kopf hin und her wackeln, sondern ist ergonomisch ein bisschen besser zu handhaben. So, das heißt, du hast einen Rückspiegel, weil du könntest ja jetzt zurückgucken, da ist ja nichts. Du siehst nur die Rückwand und man kann es sogar während der Fahrt anlassen, gell, als Rückspiegel? Ja, ich glaube ja, das ist aber nicht gestattet in Deutschland. Ne? Ist leider Gottes verboten. Sehr schön, hier unten sieht man die Flaschenhalter. Das ist das Standard Fiat Ducato Fahrerhaus. Ich habe eine Fahrhausklima. Ja, Fahrhausklima. Aufrüstbar ist es natürlich auch mit einer Raumklimaanlage, die aber nur auf 230 Volt funktioniert. Ne? Face-to-face bedeutet? Face-to-face heißt vis-à-vis, heißt sich gegenüber. Macht mal bitte, ihr beiden. Ihr seid ja zu zweit, da kann man das mal zeigen. Gegenüber sitzend, anblickend. Wir schauen uns jetzt an. Genau. Und der Vorteil ist, ich habe jetzt hier drin auch verarbeitet die Sitze. Der Tisch lässt sich auch wieder vergrößern. Ganz easy, ne? Das geht auch zack, zack. Ja, und das ist, und wenn Kein die großer umgedreht Akt. sind, man hat schon so einen richtigen Familientisch. Ne? Was interessant ist, wenn du mal so einen Stuhl mal umdrehst, bitte, vielleicht beide mal sogar. Dann kann man nämlich mal zeigen, wenn man Fernsehen guckt, kann man nämlich wunderbar die Beine ablegen. Und ich glaube, das ist das, was viele wollen. Du hast eine richtige Couch dann in Verbindung mit dem Sitz vorne. Und man kann den schön lümmeln. Hier vorne ist ja der Fernseher, der da ist. Und wenn ich dann hier rüber schaue, dann habe ich quasi eine richtige Sitzbank in Verbindung mit der Verlängerung. So, das machen auch viele, gell? Ja. Die legen mal da die Füße ab. Also einfach Einfach drehen und dann muss ich dann eben halt die entsprechenden. Steffi, wenn du mal kurz drauf gehst, das ist Leder. Du darfst mal ganz kurz mal mit den Füßen mal ganz kurz drauf, dass man Musik. Richtig drauf, mit dem schönen Sitz, aber Ja, das stimmt. Geht, gell? Genau, wenn du es mal so hoch machst. Also das heißt, man kann den Sitz höher machen. Man kann den Sitz höher machen. Mach mal bitte. Sag mal. Ich kann das hier, wenn ich hier runter gehe, da ist der Sitz runter hier vorne, ne? So ist er höher. Okay. Und wenn ich den ganz nach hinten kann ich ihn verneigen. Steffi, du müsstest auf der anderen Seite sind zwei so Hebelchen vorne, aber du bist zu leicht. Ah ja, es geht.
Du siehst, ne? In der Neigung verstellbar. Geht aber jetzt für Sie. Das heißt, die Füße hoch, Fernseh schauen, gemütlich. Man kann überall zumachen. Das heißt, abends, wenn ich nicht will, dass mir hier einer irgendwas reinguckt, man kann es zuziehen. Die Verdunklung ist inklusive. Bei ihr. Genau, so geht es. Prima, ja, ich gucke mal gerade ganz vorne hier. Das heißt, eine Küche, auch die ist jetzt im Holzdesign gehalten. Das heißt, ja, sehr, sehr hell, ganz wohnlich. Ich glaube, dass hier so der Pate ist so ein bisschen die Möbelindustrie hier, oder? Ja, wobei es ist ja immer so, man informiert sich oder man orientiert sich oftmals an der Küchenindustrie. Das ist so. Die gesamte Möbelindustrie schaut, wie läuft es im Küchenbereich, und wenn eine Küche weiß wird, dann werden also kurioserweise plötzlich alle anderen Dinge auch weiß. Ne? Interessant. Ich habe ja lange Zeit Ladeneinrichtungen gemacht, war auch auf den Möbelmessen in Köln zum Beispiel, und da war es dann tatsächlich so, dass das so ein Orientierungspunkt ist. Ne? Hier vorne sieht man ganz großes Fenster. Dann habe ich wieder mal bei Les Voyageurs diesen Dunstabzug aus dem Profibereich. Das kennt man also bei Morello, Concorde. Da ist exakt dieser Lüfter im Einsatz. Ja, das ist so ein Dachlüfter, der einfach auch die warme Luft raus transportieren kann. Nicht nur beim Kochen, sondern auch da einfach die Möglichkeit lässt. Ne? Oder auch wenn ich es umkehre, dann kann ich ein bisschen kalte Luft mal reinziehen. Ne? Ja, hier wäre dann der Fernseher, den kann ich rausziehen. Ja, wenn du mal so lieb bist und Ich rutsch mal rum. genau kurz mal an die Küche gehst, dass wir das mal zeigen, vielleicht mal ein, zwei Schränke aufmachst, hier vorne mal. Damit mal anfangen. Das ist von der Spüle, genau. Wir fangen jetzt mal hier an. Hier ist das Besteckfach schon integriert. Sag mal, Roland, wie werden die verriegelt? Elektrisch? Oder? Ja, der hat einen zentralen Verriegelungsknopf. Wo denn? Wo ist der? Der müsste in der Mitte da sein, der schwarze. Der da, der schwarze, der wird reingedrückt, das war's. Das war's. Das war's, okay. Weil ich mich eben gewundert hast, du musstest nichts drücken, du konntest einfach ziehen, oder? Ja, ich habe schon leicht gedrückt. Nee, die Quatsch, hat ja ich habe nicht leicht gedrückt. Ja, die Ich hat habe mich ja durch vertan, den das war gerade. Softclose. Nee, ich kann einfach ziehen, genau. Ja, durch diesen Softclose Und- Geschichte muss man dann so ein bisschen einen Widerstand überwinden. Ne? Jetzt ist es so, wenn die voll sind, die Schränke, geht das Softclose viel besser. Weil Das ist so. leer, dafür ist es nicht gedacht. Nee, zu leicht. dafür gedacht, dass das Gewicht drauf ist. Flaschenhalter, Mülltrennung. Also auch viel Platz. Ah, hier ist noch ein Geheimfach. Hier haben wir noch ein kleines Fach versteckt. Ja, kleines Gut. Ein kleines Gut, genau. Für die Schokolade, die man nicht so schnell finden darf. Oh, sehr lieb. Die Schokolade. Also die Schokolade wäre denn da. Auf der rechten Seite, was haben wir da? Eine Schublade, klassische Schublade. Und hier nochmal Boah, ein großer Schrank. Fach. Wirklich großer Schrank für Töpfe, Töpfe, Salatschüsseln. Pfannen, Schüsseln. Genau. Weil man kann ja hier erkennen, die Küche ist ja im Gegensatz zu einer haushaltsüblichen Küche, dieser 60 cm tief ist ja schon hier wesentlich tiefer. Weil zurückgelegt oder zurückgesetzt ist dann der Kochplatz, der Gaskocher, weil man dann davor einfach einen Arbeitsplatz braucht. Ne? Das heißt, ich kann hier was abstellen mit Topflappen und Co. Das ist aber extrem widerstandsfähig. Das ist Arbeitsplatte Küchen. Ja, ist ein hochwertiger Kunststoff. Der ist also arbeitsplattengerecht. Ich sag mal im Prinzip besser wie jede normale Arbeitsplatte, die man im Baumarkt kriegen kann, ne? Obwohl die schon einen guten Kunststoff haben. Ist das hier ein sehr robuster Kunststoff. Toll. Und das heißt, auf der rechten Seite habe ich schon gelernt, da ist die Abtropfschale ein Teil des Systems und das kann ich drehen. Und kann das als Ablage, als Verschluss. Ja. Verschluss, als Deckel benutzen. Ja, und dass ich dann ebene Fläche habe, dass ich auch ein bisschen was arbeiten kann da. Das ist ziemlich cool gemacht. Und wenn du es nochmal umdrehst, nochmal zeigst, denn das ist ein cooles Detail. Und wenn ich es jetzt hinstelle, da kann ich das Geschirr reinmachen. Und das müsste ich da hinstellen. Ja. So umgekehrt, genau, sodass also der Knopf da hinten da eine gewisse Neigung hat, damit es sodass abläuft. dann das Wasser dann Guck mal, hier, da unten ist sogar eine Rille, dass es ablaufen kann. Ey, die haben an alles gedacht, oder? Ja, das ist hochwertige Einrichtungstechnik, sag ich mal so. Ne? Ja, auch hier der Hahn, das ist nicht so billig, sondern das sieht aus wie zu Hause. Sieht definitiv so aus. Ich dachte, man kann das noch rausziehen als Spüler, aber es sind wirklich hochwertige. geeignet. Sehr, sehr schön. Und hier oben haben wir auch noch Platz. Also wir haben auf jeden Fall genug Platz, die Sachen zu verstauen. Prima. Rechts? Und
Ah, das ist dann. Nee, in der Mitte, in der Mitte, Hier, in der Mitte. genau. Die gleichen Verschlüsse. Hier oben sind sie, die schwarzen. Das ist alles schön gemacht. Du kommst aus dem Thema Ladenbau. Genau. Und das ist hier hochwertig verarbeitet. Also man merkt das an dieser ABS-Kante, wenn man drüber geht. Das ist nicht billig. Auch hier ist nicht ein Schmelzkleber wie in anderen Fahrzeugen verarbeitet, sondern das ist schon richtig, richtig gut. Gute Handwerkstechnik. Ja, weil die Fahrzeuge, die hier sind, das ist, wenn man so will, auch eine Handwerksarbeit. Ne? Ja, absolut. Schreinereien, Schreinerei. die das Genau. Ganze einbauen. Genau. So, voll integriert heißt aber auch, dass ich so ein richtiges Liner-Feeling habe, wenn ich das fahre. So im Prinzip ein kleiner Bus, kein Kastenwagen vorne drauf, sondern ich bin so ein bisschen Trucker. Der Weg ist das Ziel. Ja, große Übersicht, große Fenster, ich sag mal, mit der Möglichkeit auch die Landschaft dann zu genießen. Reisen soll ja Freude machen. In Ehrlich? dem Fall. Ja, absolut. Ne? Okay. Es gibt aber dann Leute, die verfallen dann in Stress. Also als wir einen Wohnwagen gezogen haben, meine Frau, die kriegte immer Stress. Ich fand das sehr abenteuerlich. Vorname von deiner Frau? Gertrud. Die Gertrud kriegt Stress. Ja gut, das... Aber im Prinzip hat dann sie, wenn die dann sowas gesehen hat, natürlich dann gesagt, also das kann ich mir gut vorstellen. Ja, der Vollintegrierte hat den Vorteil auf der rechten Seite. Das Fahrerhaus ist ja nicht ganz so breit. Da habe ich jetzt große Ablagefächer. Da habe ich sogar ein Fach drin. Da kann ich was reinmachen. Zeig mir das mal bitte. Das ist durchaus gut zu verwenden. Also hier ist genügend Platz. Das wird auch noch ein bisschen beheizt, sodass ich da also Schokolade muss ich nicht unbedingt da reinlegen. Ne? Die soll ja in die andere Schublade. Ja, und hier wäre jetzt noch mal zusätzlich USB-Anschlüsse, damit ich hier dann auch mal mein Handy aufladen kann das hier rein. So, Bringen. das Thema Saufen, kann man ungefähr sagen, Spritverbrauch hier von dem Fahrzeug? 13, 14 Liter? Ja, in etwa. Etwa. Wenn man gut fährt, kann es auch gut durchaus sein, das habe ich auch schon Kunden gehabt, die gesagt haben, also ich bin auf 11 Liter gekommen, aber dann bin ich nicht gerast. Ich habe dann die Fahrt genossen. Ist ja so, der ist jetzt so leicht aerodynamisch, aber trotzdem, ich habe ja so einen kleinen Wandschrank, den ich spazieren fahre. Luftwiderstand ist ab einer gewissen Grenze. Wenn ich dann, ich sag mal, 120 fahren will, dann zahle ich da richtig Sprit. Das ist so. Und viel schlimmer ist es zum Beispiel beim Alkoven, da fahre ich ja wirklich eine Schrankwand durch die Gegend, ne? Wo dann immer Verwirbelungen entstehen. Da bremst mich ja die Luft und der Wind und alles Mögliche. Ne? Ich zeig mal so ein kleines Detail, wie schön das hier gearbeitet ist. Unten an dem Bein habe ich den sogar in Leder eingefasst. Ja, das habe ich gerade auch schon gesehen. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Sieht einfach edel aus, ne? Anstatt ein. Es fühlt sich an. Gut. Fühlt sich gut an. Liegt gut in der Hand. Ja, ganz viele Schrauben halten das Ding auch. Also da habe ich richtig viel Vertrauen. Wenn man den verbreitert, man kann es rausziehen. So, und dann kann ich den in allen nur erdenklichen Varianten kann ich den hin und her bewegen. Also da Kann den auch fixieren. Dann ist er also nicht mehr und er wackelt nicht. Also das heißt, es gibt dann auch Bereiche, wo ich dann Kaffeetisch knarzt habe nicht. und komme Der dagegen. ist richtig stabil. Ja, Er ist schon wirklich richtig stabil. das schon. Ja, hier vorne haben wir noch was. Wenn du da mal aufmachst, nochmal. Unten? Nee, da oben der Knopf war schon gut. Knopf war schon gut. Ja. Die Männer Das ist immer so hier. interessant. Ja, Neue Dinge zu was ist denn da so entdecken. drin? Das ist so ein bisschen wie ein Wohnwagen an der Stelle, aber das wollen ja viele. Die wollen da einen Schlüssel reinlegen können oder irgendwas. Ich sag mal, da kann die Fernbedienung vom Fernseher rein und solche Sachen auch mal. Also Zeitschriften. Platz Ja, genau. ausnutzen im kleinsten Bereichen. Die gibt es auch schon mit Auszügen und. Es hat sich im Laufe der Zeit wirklich was verändert. Wenn man ältere Wohnmobile sieht, auch höherer Preislage anderer Hersteller, da war noch mehr Shishi und mehr, ich sag mal, bewegliche Elemente drin. Es ist tatsächlich so, dass die neueren Fahrzeuge eigentlich ein bisschen sachlicher sind. Ja, da vorne sieht man so Details. Hier ist dann nochmal dieser gleiche Küchenarbeitsplattenstoff an der Seite dran, wenn es da mal spritzt. Das ist hochstrapazierfähig. Hier oben habe ich natürlich das Fenster ist auch an der richtigen Stelle. Die Abluft habe ich eben gezeigt. Der Ventilator drückt und zieht, wie man das möchte. Und ja, jetzt haben wir doch sehr weiß mit dem Holz. Mach mal bitte zu. Das heißt, ich kann hier einfach schließen, kann aus der Toilettentür eine Raumtrenntür machen. Und jetzt sehen wir gleich den Riesenvorteil von Queensbed. Also wir haben ja hier das Hoopbed vorne. Mach nochmal auf, bitte. Der Riesenvorteil ist, du hättest jetzt deinen eigenen Bereich. Verschwinde. Du verschwindest. Na gut, dann komme ich mal rein. Roland, komm mal rein.
mit 2 unvorstellbar großen Kleiderschränken. Und das ist, glaube ich, Steffi, das ist, glaube ich, für jede Frau ganz wichtig, denn Rauskommen? du darfst Ich rauskommen. komme raus. Ja, Kleiderschränke finde ich auf jeden Fall immer wichtig. Vor allem auch, dass man mal was hängen kann. guck mal, dass das das nicht so Schöne daran knubbelt. ist, Und das ist hier, wirklich, zieht sich dann Wow. die Kleiderstange raus. das ne? ist toll, dass man da nicht so hinten Reinklettern sich muss. reinlegen muss. Und normalerweise geht das Licht an, aber wir haben hier aus welchem Grund auch immer im Moment nicht keinen Strom hier drauf. Vielleicht hat jemand das Licht angelassen beim letzten Gucken. Es kann durchaus sein, dass das passiert ist. Und das Bett lässt sich also noch verschieben. Wie? Okay. Zeig mal. Das heißt, das geht auch elektrisch, indem also sich so eine Leseoptik hier entsteht. Das heißt, der hintere Teil hebt sich an. Ah, das heißt, das klappt nach vorne und dann elektrisch. Ja. Deswegen habe ich dann hier, wenn ich jetzt hier rumgehe, habe ich mit meinem Po leichte Probleme, aber Das dadurch ist komplett ausgefahren. Ja. das ist jetzt komplett ausgefahren, also es lässt sich also durchaus einfahren. Okay, das heißt elektrisch, das geht dann hoch Das geht und dann hoch ist dann und zum dann habe ich Fernsehgucken, eine zum Liegefläche. Lesen. Genau, Und deswegen habe ich auch so viel Platz hin, dass der Kopf auch Platz hat. genau. Okay, weil viele Leute Schränke habe ich drüber. Die sind auch ausgespart, dass ich mir nicht dauernd den Kopf stoße. Es hat auch schon ein bisschen was von einem Königinnenbett mit dem Logo hinten drauf. Und das sieht einfach sehr majestätisch aus. Und was schön ist, ich habe also rechts und links hinter den Schränken so kleine Ablagen, die finde ich auch sehr, sehr schön. Da kann ich mal die Brille hin und ein Handy hinlegen. Sind die dabei, die Auflagen hier? Also die Decke? Das ist dabei, das ist alles dabei. Okay. Dann habe ich genau da die Ablagen. Ich habe so ein bisschen, das erinnert mich so ein bisschen an Schweden, so ein bisschen Holzhausoptik, bayerisch. Bayerisch, Das, ja. das Also ist auch sehr süß hier, finde ich. So ein kleines Detail mit den Lederbändchen hier. Da stehst du Das drauf. ist, ich finde ich finde das süß. Das hat was Persönliches. Ja, dann der Stoff überall. Das heißt also eine Wohnraumatmosphäre. Was interessant ist, dass auf der linken Seite der Kleiderschrank viel größer ist. Wenn die Steffi jetzt die Wahl hätte, welchen würdest du nehmen? Ich würde den nehmen. Den Ganz klar. Der ist nämlich groß und der hier ist ein bisschen schmaler. es ist tatsächlich, soll so eine Männer- und eine Frauenseite sein, aber auch, sagen wir mal, mehr für Winterjacken und so, dass man die dicken Sachen dann einfach da besser unterbringen kann. Mach mal auf, Steffi. Du warst schon dabei. Tief, oder? Ja, man hat sehr viel Platz. Also geht tief rein und hoch. So, dann habe ich hier unten natürlich Leselampen mit drin. Schon Hotel. Was cool ist, guck mal hier, Steffi. Du hast 2 kleine Geheimfächer drin, wo du Ich gehe dein. jetzt doch mal aufs Bett. Da kann man was verstecken. Und, das ist ja auch spannend, ein USB-Anschluss. Da hinten drin. Da hinten drin. Also man kann sein Handy ohne Stecker easy laden. Das finde ich super. Du kannst einfach da reinstecken hinten an der Seite und da ist es dann da und ich kann es gleich aufladen. So, dann die Dusche ist ja wohl fast eine Frechheit, so groß ist die. Sehr Größer wie bei mir zu Hause. Ja, die ist sehr groß. Das ist auch wieder hier mit dieser Handtuchstange, die aber auch die Möglichkeit hat, nasse Sachen hinzubringen. Eine Beleuchtung. Also ich finde, hat schon Wohncharakter. Ne? Steffi, darfst du mal testen? Mach mal. Ich kann vom Bett direkt in die Dusche springen. Vom Bett in die Dusche. Das geht zu Hause nicht, oder? Das geht bei mir zu Hause nicht, nee. Also man hat wirklich viel Platz. Sehr viel. Warte mal kurz, wenn du mal stehen bleibst, mal ganz kurz. Du bist 1 Meter. 1,57, noch nicht mal 1,57. 1,60. Und also ich habe wirklich viel Platz hier. Ich zeig mal gerade da unten. Und man kann im Prinzip auch, wenn man sich jetzt noch nicht so lange kennt und macht eine Reise, möchte man vielleicht auch nicht gesehen werden beim Duschen. Das Hä? Echt? Wegen des Glases. wegen des Glases. Genau, weil es ein bisschen. Achso, man geht hin und verpackt es so ein bisschen. Ich habe verstanden. Da, die Dusche. Auch wieder eine schöne Handbrause, hochwertige Handbrause. Und die Ablagefächer für Seife oder Shampoo. Seife, Shampoo, alles Kann ich das. alles Was Hier ist reinmachen. auch nochmal ein Ablagefach. alles auch sehr gut zu reinigen. Das heißt, ich kann das auch so ganz schnell sauber machen. Und auch hier Frotteetuch auch wieder hier. noch ein Handtuchhalter, Waschlappenhalter. Mit drin. Ja, und das kann ich zuziehen. Dann die Toilette. Wenn du mal kurz, genau, wenn du mal rausgehst kurz, dann geht die Steffi mal rein. Hier kann ich jetzt richtig zumachen. Das heißt, so sieht die Tür von innen aus. Die ist gebogen, dass ich etwas mehr Platz habe.
und passt auch sehr, sehr gut zum Boden. Das ist so eine Schieferoptik, so eine Naturstein, Finde ich persönlich sehr schön, dieses So Grau. Zement. Also ich mag das gerne. so eine Betonoptik so ein bisschen, die mit drin ist. Genau. Da habe ich noch ein Fach, wenn du das mal aufmachst. Ja, da habe ich auch gerade hingeguckt. Da hatten wir den gleichen Blick. Ah, da ist der Wassertank und der Abwassertank. Das heißt, du kannst beides dann reinigen. Das Schwarze ist wahrscheinlich der Abwassertank. Diese kleinen Kabel, die du siehst du die? Das sind die Sensoren, die können dann messen, wie voll der ist. Ah, okay. Das ist so praktisch eingebaut. So, jetzt haben wir auch wieder hier das Waschbecken. Ausreichend. Habe auf jeden Fall einen eigenen Bereich. Es gibt ja Männer, die wollen ja, wenn sie ihr Geschäft machen, gerade in Italien ist es so, die würden niemals in einem Raumbad auf Toilette gehen. Die Ist das so? ist so, ja. Die Italiener sind da sehr, sehr eigen. Okay. Ich habe also mit einem Hersteller gesprochen, der also in allen Ländern unterwegs ist, der sagt, so ein Raumbad, also das, was du jetzt hast mit der Toilette, die du zumachen kannst, das wäre in Italien kein Problem. Also die können zumachen, da oben aufmachen, weißt du. Die sind unglaublich, also das hat er zumindest gesagt, die wären unglaublich, wie soll man sagen, scheu in der Richtung. Scheu. Das ist das richtige Wort. Hier auch nochmal ganz viel Platz für Toilettenartikel, Parfüm, Make-up, Haarprodukte, alles, was Ja. man so braucht. Ja, da vorne steht auch noch aufpassen. Attention, risque de collision avec l'antenne satellite. Bedeutet, also wenn man das Ding aufmacht, könnte es mit der Satellitenantenne zusammenknallen. Muss man ein bisschen aufpassen. Da habe ich dann noch einen Schrank, Noch ein Schrank und hier unten haben wir auch nochmal ein an der Schränkchen. Seite ein kleines Fach. Ich weiß nicht, ob du das siehst hier. Ja, da könnte man zum Beispiel das feuchte Toilettenpapier reinlegen. Zum Beispiel, Dann habe ich hier genau. 12 Volt noch mit dran und 230 Volt drunter. Guck mal, wenn du es hochhebst. Da, genau, das ist abgedeckt. Aber der Duschbereich ist ja eh getrennt. Hier vorne habe ich dann meine Klobürste und ja, kann das Ganze auch noch drehen. Da vorne Genau, ist ich der, wollte gerade schauen, die Toilette, ob ich die wieder drehen kann, aber das ist wahrscheinlich möglich. ja bestimmt. Ich glaube, bei der geht immer. Habe auf jeden Fall viel Platz. Hier ist noch ein Schrank. Und noch ein Schrank, noch eine Ablagefläche. 2 Fächer, wo ich viel Stauraum habe, um die Sachen abzulegen. Also man hat wirklich genug Platz. So, richtig schöne Schalter mit drin. Ich würde Ja, an dieser Stelle dann immer fragen, und haben Sie sich entschieden, wie gefällt Ihnen das Fahrzeug? ist das so dein Abschlusstrick? Nein. Aber es ist eine interessierte Frage, ob ich mich weiter bemühen muss. Du hast einen riesen Vorteil. Du bist in der Freizeitindustrie. Hier geht es nicht irgendwelchen Leuten Autos aufdrücken. Also die Leute, die hinkommen, die haben ja ein Ziel, die wollen etwas kaufen, das muss gefallen. Und von daher ist es nicht so, dass man da irgendetwas anpreisen muss. Ist aber oft so, dass du den Leuten schon hilfst bei der Entscheidung. Das heißt, die stehen jetzt da, die haben sich jetzt 17 Fahrzeuge angeguckt, wollen dann gehen und eigentlich merkst du so ein bisschen, eigentlich sind die jetzt ready, die brauchen noch ein bisschen Hilfe. Ja, wobei die Frage fängt ganz anders an. Ne? Also die Leute, die vorher hinkommen, da fragen die immer, was suchen sie, Wohnmobil oder Wohnwagen? Und das die nächste Frage, die ich stelle, ist, mit welchem Budget und für wie viele Leute? Und dann separieren wir die dann dahin, wo sie also entweder gebrauchte Fahrzeuge oder Kastenfahrzeuge und was weiß ich. Und wenn jemand sagt, mein Budget ist unbegrenzt, ich suche was Interessantes, was Großes, dann wäre Le Voyageur ein Fahrzeug der Wahl. Jetzt ist hier zwar 100.000 Euro, jetzt muss man aber sagen, Geld zu leihen, das kostet heute nichts mehr. Das heißt, also viele können sich das auch leisten. Finanzierung ist ein Thema. Finanzierung ist ein Thema, ja. Viele finanzieren bis 150 Monate. Ja. Das ist in dieser Branche dann einfach auch üblich. 150 sind 12 Jahre oder was? Ja, so in Ungefähr. die Richtung. Mhm. Ja. Muss man gerade rechnen, Ja, 150. 72 Monate sind 6 Jahre, also kann man ja ausrechnen. Ja, genau. Etwas über 12 Jahre. Etwas über 12 Jahre. Aber aber- man muss auch sagen, die Haltedauer sind auch so um die 10, oder? Meistens. Ja, beziehungsweise die finanzieren und dann kann es passieren, dass sie nach 5 Jahren sich entscheiden, doch ein weiteres oder ein anderes Fahrzeug zu nehmen und dann wird also umfinanziert. Aber im Regelfall ist das tatsächlich so, dass Das machen aber viele. Die fangen erstmal klein an Ja. und dann merken die nach einem Jahr, 2, kommen dann gefällt zu mir. dir. Genau. Ihr nehmt das in Zahlung, das alte Auto. Ihr habt immer Kunden für Gebrauchtfahrzeuge, für gute. absolut, immer. Wobei Ja. im Moment sieht es natürlich so aus, dass die alle ihre Fahrzeuge auch privat veräußern. Ne? Ja, eBay Kleinanzeigen und mobile.de, da geht es ja auch privat. Aber ich sag mal, ruhig hierher kommen, ihr zahlt gute Preise. Der Vorteil ist natürlich, dass ich damit nichts am Hut habe. Ihr nehmt das Fahrzeug zurück. Genau. Man kriegt auch wirklich gutes Geld noch. Das kriegt man. Manche sagen, der Vorteil ist natürlich, dass wenn ich beim Händler kaufe, ich eine Gewährleistung habe. Ein Jahr, oder? Ein Jahr.
Und man kann natürlich bei einer genauen Gebrauchtwagengarantie natürlich auch hingehen und kann dann entsprechend auch eine Gebrauchtwagengarantie dazu holen. Da sind dann alle Einbauteile versichert über diese Gebrauchtwagenversicherung und Motor und Getriebe. Ne? Und Technik. je jünger das Fahrzeug ist, desto mehr tut die Versicherung Zahlen die auch dazu. So ist das. Also wenn das erst ein paar Jahre alt ist, dann zahlen die fast alles. Ja. Und es kann durchaus sein, dass also wenn Leute verkaufen, die einfach sagen, ich will da nichts mit zu tun haben, dass der mich zum 3. Mal anruft und sagt, ich habe eine neue Beule entdeckt oder jetzt ist die Pumpe kaputt. Apropos Pumpe, ich empfehle immer, egal bei welchem Fahrzeug, Eine mitzunehmen? immer eine Ersatzpumpe mitzunehmen, weil wenn man die nicht hat und es läuft kein Wasser aus dem Wasserhahn, also ich kann nicht unten im Kanister was schöpfen im Tank, sondern dann müsste man die tauschen. Manche gehen nie kaputt, aber man muss diese Sicherheit haben, dieses Ding dabei zu haben. Ich habe eine Druckwasserpumpe von Lilly, die kostet 100 Euro. Auch ich habe eine zweite dabei. Die brauche ich zwar nie, aber ich sag mal, das Schöne ist, wenn du eine zweite dabei hast, geht die erste auch nie kaputt. So ist das. Und ich sag mal, bei der Tauchpumpe, die liegen ja so ungefähr bei 30 Euro oder noch preiswerter. Da kann das schon passieren, wenn man mal vergessen hat und die ist also trocken gelaufen, dass die dann kaputt geht, dass man die Pumpe dabei hat. Das ist Oder Kalk, ganz oft. Die machen Ja. das nicht leer. Das sammelt sich ja unten ab, das Kalk. Und dann gehen die Pumpen kaputt. Wenn du mal kurz zeigst, das Fahrzeug hat tatsächlich 4 Anschnallplätze. Man sieht es am Gurt, aber die sind so gut versteckelt, dass man... Achso, hier der Reißverschluss. Besonderheit. Wir haben jetzt hier einen Reißverschluss. Ja, Wir können also hier diese Geschichte lösen. Na, kommst du da raus? jetzt ist er da. Und dann nehmen wir dieses Teil. Moment, so trinkt ihr irgendwo. Hilfe? Nee. Alles im Griff. Dem Roland ist nicht mehr zu helfen, Dem denn Roland ist nicht mehr zu helfen. Moment, hier hat jetzt hier fertigen Sitz schon drin. noch ein Scharnier. Das müsste ich jetzt lösen und dann ist da ein fertiger Sitz dran. Also hier kann ich das Scharnier lösen, kann das wegnehmen. Ah ja, das ist jetzt noch Das ist jetzt dazu da, wenn das hinten mit Reißverschluss da ist, dass er also eine Klappvorrichtung hat. Und wenn ich das nicht mehr brauche, löse ich das und nehme dieses Polster ganz weg. Okay, Und verstanden. dann klappe ich hier den Vollwertigen Sitz hoch. vollwertigen Sitz und schiebe dieses Teil hier ran, der quasi unterhalb des Sitzes den Fußbereich abdeckt. So. Das ist ja oft so, werden diese Fahrzeuge von 2 Personen sich angeschafft. Die wollen ja eine Wohnraumlandschaft haben. Das ist hier der Fall. Und ich sag mal, die nehmen ab und zu mal ein Enkelchen mit und dann habe ich die Möglichkeit, den zu konvertieren während der Fahrt. Kann den zurückbauen und brauche es aber nicht unbedingt. Habe aber die Freiheit. Genau, so ist das. Und vor allen Dingen, ich habe die Sicherheit bei diesem Sitz. Ne? Es gibt andere Fahrzeuge, die haben dann einen Klappbereich. Dann wird also der Sitz dann quasi wie die Lehne mit integrierter Kopfstütze genommen und dann kommt ein anderes Polster dahin. Das ist ein bisschen rutschiger, sag ich mal so. Und hier ist das noch hochwertiger. Also der ist schon sehr Gut gemacht. Wenn du dich mal kurz draufsetzt, Steffi, und mir mal beschreibst, das ist schon ein sattes Gefühl, wie man sitzt. Also wie vorne auch. Ne? Also man setzt sich wirklich richtig schön rein. Also das ist schon so, die Qualität ist straff. Man spürt das einfach. Also es ist gemütlich, aber trotzdem... Aber straff. Das heißt, du Ja. sinkst da nicht ein ins Das wollte ich Nichts. gerade sagen. Man sinkt da nichts ein und man kommt auch gut wieder hoch. Es gibt ja Stühle, da sinkt man wirklich ein. Sag und mal dann gerade die kommt man Höhe. ganz hoch. Das heißt, du bist ja jetzt, ich sag mal, relativ kurz geraten, also 1,60 Meter. Aber das Coole ist, wenn der auch jetzt immer ein bisschen größer ist, das Thema Aufstehen im Alter. Du bist jetzt sehr sportlich, muss man sagen, Roland. Aber es gibt ja schon Leute, wir haben so ein bisschen Probleme mit Gelenken und Co. Aufstehen. Und da ist das gute Aufstehen natürlich wichtig. Ja, absolut. Und ich sag mal, der Vorteil ist natürlich hier bei diesen Armstützen, die können sich hochstemmen, sag ich mal so. Der Tisch ist so stabil, dass man auch die Möglichkeit hat, sich hochzuziehen. Ja, also da wird es natürlich auch an die verschiedenen Alter. Ich weiß jetzt, warum du so viel verkaufst. Weil die Älteren dann leichter dann quasi, oder? Klär mich auf. Nee, ich glaube einfach, ich habe nicht das Gefühl, dass du mir irgendwas verkaufen willst. Du willst den Leuten das erklären, richtig. Und Ja, das muss ja eigentlich auch sein. Also die hier hinkommen, die wissen ja, was sie wollen. ja. So, und das heißt, die muss ich nicht davon überzeugen, aber ich kann die Vorteile aufzeigen, die diese Dinge haben, ne? In welcher Form auch immer. Messen, wir sind nächste Woche in Bern, da drehen wir ganz viele Tage. Nächste oder übernächste Woche. Ich glaube, nächste Woche ist Bern. Nee, übernächste, so. Und ich sag mal, ihr wartet jetzt nicht auf Messen. Und der Grund ist ja, wir bekommen kein Geld von euch, noch nicht mal irgendeine Vergünstigung. Ihr habt mir einen Strom gegeben, ja. Das, ich sag mal,
Das war der Deal, ihr habt Stromsteckdosen, das war's. Wollte ich nicht im Dunkeln hängen. Genau, aber ich bin der Meinung, man muss alles mal zeigen. Und hier, ich sag mal, die Marke, die ihr jetzt vertretet, hier Pilote mit Le Voyageur, ist schon was ganz Feines, oder? Ja, vor allen Dingen ist es so, die hat schon, das ist was Europäisches. Ne? Also das hat auch ein gewisses Flair, dieses Französische, eine gute Qualität. Die Franzosen, ich vergleiche das zum Beispiel mit Stärkemann, der habe ich dieses Jahr auf der Messe verkauft. Die sind auch umlaufen, das ist ein leichter Wohnwagen zum Beispiel, aber auch die sind umlaufen in GFK und so ist es mit Pilot und Le Voyageur auch. Ne? Sag mal gerade, wie schön er da sitzt. Campingplatz, jemand, der nicht campt, also neu einsteigt, viele sind ja jetzt in den Stellplätzen neu dabei. Das ist eine richtige Community. Ich sag mal, es gibt die und die, aber viele oder die allermeisten sind unglaublich herzlich und nett. Das sind Camper, oder? Absolut, ja. Wobei, ich sag mal so, wenn man zum Beispiel nach Italien auf dem Campingplatz fährt, was mich da so begeistert, das höre ich immer von Kunden, ist, dass die Campingplätze in Italien den großen Vorteil haben, dass sie darauf achten, dass es eine gewisse Nachtruhe ist. Na, dann gehen die um 11 Uhr rum oder um halb 12 und sagen, denken Sie daran, um 12 Uhr ist hier Nachtruhe und. Und es ist kein High Life. Ne? Und diejenigen, die sich zum Beispiel so ein Fahrzeug anschaffen, die sollten dann auch schon ihre Fahrten ganz gut organisieren, weil mit Fahrzeugen in dieser Größe ist es nicht immer so, dass die darauf warten und dass da schon Stellplätze zuhauf da sind. Ne? Steffi, zeig mal gerade, da ist unten noch eine Schublade, die haben wir noch nicht gezeigt. Die ist mir entdeckt, die ist riesig, was man damit machen kann oder ob es nur ein Fake ist. Nee, da ist ein Knopf dran. Eine große Schublade, eine. Ist da noch eine? Sogar zwei. Zwei. Also da kommt man wahrscheinlich im eingefahrenen Zustand besser ran vom Bett. Ich auch, ja. Da kann man noch Bettwäsche, Bettzeug. Egal was. Auch egal was, ist auf jeden Fall richtig viel Platz. Super, wir gehen mal raus. Machen wir Abmoderation, dann zeigen wir mal den Preis. Gut, jetzt sind 100.000 Euro. Jetzt kein Schnäppchen. Pilote Le Voyageur LV7, Augenblick, Schärfe LV7.2 CF. Queensbett, Garage, Navi, Rückfahrkamera, 160 PS Ducato, 2,24 Meter breit, 3 Meter hoch, also 2,95 und die Länge 7,25 Meter. Ja, tolle Ausstattung mit drin. Können Sie ja nochmal ein Standbild machen. Da ist alles mit drin. 99.900 Euro. Sag mal, etwas über 7 Meter. Leute, die sowas noch nie gefahren sind, ihr fahrt mit dem mal um den Block, wenn die wollen? Ja, das ist überhaupt kein Problem. Wobei die Grenze immer bei 7 Meter auch immer eine Frage der Fähre ist. Ne? Also manche Leute sagen so bis 6 Meter, bis 7 Meter und. Wenn ich über 7 Meter bin, muss ich ein bisschen mehr bei der Fähre zahlen. Aber habe ich ein 7 Meter Fahrzeug und mache mir noch einen Fahrradträger, dann bin ich auf jeden Fall über 7 Meter. Ist so. Das heißt, der Fahrradträger zählt mit? Der Fahrradträger zählt mit. Die vermieten oder verkaufen für so eine Überfahrt ja auch Volumen, Kubikmeter, wenn man so will. Und da ist der Fahrradträger ja natürlich nicht umsonst. Ne? Okay, das heißt aber, viele sind ja auch nur hier auf normalen Straßen. Also ich war jetzt einmal auf der Fähre mit dem Wohnwagen. Also das haben wir hier schon gezeigt. Da ist noch ein... Hier kriege ich doch meine Fahrräder unter. Da locker, oder? Ja, absolut. Das Ganze ist auch noch beheizt. Ja, was ist da? Der andere Sitz für die andere Seite, okay, ne, den ich dann auch wegnehmen muss, der hat jetzt keinen festen Sitzplatz in der Form. Den kann man montieren. Den kann man montieren. Den kann man auch zu Hause lassen, wenn man nicht braucht. Den kann man zu Hause lassen, wenn man nur zu dritt fährt. Und zu ist auch zweit das sowieso. Gewicht spare ich dann alles. Der Raum, alles. Hier vorne das dabei, die Teppiche? Die sind dabei, natürlich. Ja. Wobei ich bin ganz ehrlich, ich finde, das sind nicht die schönsten. Oh, ich finde die cool, ja. Aber das ist mal wieder Geschmackssache. Ja, aber also ich würde die aber gut als Muster nehmen und würde dann sagen, also je nach Stimmung und je nach Jahreszeit und je nach Shishi, wenn die Mädels fahren, sage ich mal so, kann man auch sagen, wir legen da einen schwarzen oder einen andersfarbigen Teppich rein. Das macht das Ganze ja auch wohnlich. Ja, Le Voyageur halt. Ne? Le Voyageur. So, ich zeige es mal gerade von hinten und dann gehen wir mal nach vorne. Diesmal Abmoderation von vorne, den Platz haben wir ja. Geht mal auf der anderen Seite rum, dann komme ich mal zu euch. Da ist er. Ja, schöne Vorstellung für ein Fahrzeug, für eine Marke, die ich bis vor kurzem noch gar nicht kannte. Auf der linken Seite die Steffi und auf der rechten Seite der Roland, Nachname? Rimkus. Der Roland Rimkus. Und wir sind heute bei RS Reisemobile, haben kein Geld bekommen dafür. Wir wollten einfach mal Informationen liefern, was kostet so ein Auto, was kann man damit alles machen. Wenn man herkommt, wie viel Zeit sollte man mitbringen? Den ganzen Tag. Ganzen Tag. Man kann viel sehen. Na, vor allen Dingen, wir haben hier eine schöne Straße, da gibt es auch sehr schöne Restaurants. Und wenn die Kinder dabei sind, sage ich, da hinten gibt es McDonald's. Ich kriege auch dafür keine Werbung. Aber die Kinder schreien immer Juhu und die Eltern sagen, um Gottes Willen, muss das denn sein? Aber was ist dein Top-Restaurant, dein Hier Lieblingsrestaurant? vorne der Türke, sehr lecker. Wie heißt der?
Türke. Ne, ich weiß es jetzt, fällt mir im Moment nicht ein. Aber der hat eine Scampi-Pfanne zum Verlieben. Ist klar. Ist das Imbiss oder Restaurant? Restaurant. Cool. Super. Euch beiden vielen, vielen Dank. Le Voyageur. Wir drehen heute am 8. Oktober 2020 in Mülheim an der Ruhr. Tschüss.